Hallo meine Lieben und frohen Valentinstag und natürlich auch ein Hallo an Plarium und Torin. So, ich habe mich dazu entschlossen, dieses Video extra zum Valentinstag zu veröffentlichen. Aus mehreren Gründen. Einmal, weil es der Tag der Liebe ist, natürlich von den Großkonzernen gemacht. Aber dennoch hoffe ich, dass dadurch symbolisiert wird, wie wirklich wichtig dieses Video ist. Denn dieses Video richtet sich an Plarium. Und dieses Video benötigt auch die Unterstützung von jedem einzelnen Zuschauer hier. Denn auch eure Meinung ist gefragt. Sehr, sehr wichtig sogar. Und zwar ist wirklich sehr wichtig, wir besprechen hier gleich ein paar Punkte. Bitte haut hier in den Videokommentaren drunter, wie ist eure Meinung dazu? Wie steht ihr zu diesen Punkten? Was haltet ihr von denen? Ich habe auch Plarium jetzt angeboten, denn ich bin ja schon seit 1, 2 Wochen mit denen am Schreiben. Die wissen, dass so ein Video jetzt kommt. Auch sollte ich vielleicht aufgrund des Videos die Partnerschaft verlieren, ist mir das Mumpitz, weil ich habe mit den Videos für die deutsche Community angefangen und nicht für Plarium. Mein Ziel damals war, dass ich hier die Videos mache, um eben kleinere Spieler zu unterstützen oder auch eben ein bisschen Werbung für unseren Clan zu machen und all sowas. Und natürlich ist es einfacher, Sachen zu erklären, wenn man auch eine visuelle Darstellung hat. Deswegen ja hier das Videoformat. Aber ich muss wirklich sagen, es gibt so ein paar Dinge, die gefallen mir in dem Spiel gar nicht. Und ich habe auch in den letzten Tagen, innerhalb von 3 Tagen, über 200 Nachrichten auf meinem Discord, in Facebook, im Spiel bekommen und so weiter und so fort. Dazu muss ich nochmal sagen, Leute, ich habe leider keine Support-Funktion. Das heißt, wenn ihr Bans habt oder Support-Probleme, müsst ihr euch leider an Plarium wenden. Da kann ich nichts machen. Das tut mir, Entschuldigung, sehr, sehr leid, aber ist leider nicht meine Aufgabe. Ich versuche euch irgendwie mit Tipps, Tricks oder sowas zu helfen, das sehr, sehr gerne, aber ich habe keinen Zugang zum Support. Ja, wichtig ist auch, eure Mitarbeit ist sehr, sehr gefragt und ich habe auch Plarium eben angeboten, dass ich meine ganzen Belohnungen, die ich als Partner bekomme, aufopfern kann, damit jeder Kommentator, der eben das Video hier unterstützt, um das Video noch mehr Gewicht zu verleihen, auch vom Plarium irgendwas bekommt. Deswegen sehr wichtig, wenn ihr einen Kommentar setzt, schreibt mal vorsichtshalber bitte eure Spiel-ID mit dazu. Keine Sorge, da wird nichts anderes passieren. Definitiv nicht. Das dient reinweg nur dazu, wenn die Verhandlungen gut laufen, dass auch wirklich jeder etwas bekommt. Denn ich verzichte gerne auf meine Partnerbezahlung, auf die ganzen Bonusse und so weiter und so fort, die ich eben durch diese Partnerschaft habe. Dafür, dass hier die Leute, denen das Spiel genauso wichtig ist wie mir, auch etwas bekommen als Entschädigung. Ja, was für Punkte sind es, die mich nerven? Nicht nur nerven, sondern die ich schon sehr, sehr dreist finde. Plarium hat ja zugegeben, dass sie Probleme haben, dass die Server nicht stabil laufen und haben auch angekündigt gehabt offiziell, dass sie keine weiteren Updates rausbringen, bis die Server wieder stabil laufen. Kann ein paar Monate dauern, wie sie sagten, finde ich auch sehr gut, aber viel, viel, viel zu spät. Denn wir sagen denen das schon seit über 6 Monaten. Und das finde ich schon ziemlich heftig, dass man es 6 Monate braucht, bis Plarium den Spielern mal zuhört. Aber die haben es auch nur gehört, weil viele aufgehört haben. Viele haben das Spiel boykottiert. Einige haben sogar meine Videos boykottiert, weil die sagen, du bist ein Mitarbeiter von Plarium. Nein, bin ich nicht. Ich habe hier keinen Lamborghini oder sowas vor der Tür stehen. Und das finde ich schon sehr schade, dass Spieler erst aufhören müssen, Spiellust verlieren und sonstiges. Und deswegen hatte ich mich dann auch dazu entschieden, dass ich hier ein Video rausbringe, was einfach mal knallhart die Fakten rausbringt. Und da erhoffe ich mir auch von Plariums Seite aus, dass da eine Reaktion zukommt. Natürlich erwarte ich von Plarium definitiv eine Entschädigung für alle, die hier sind. Am besten wäre natürlich eine Entschädigung für alle Spieler. Ob ich die dazu bekomme, kann ich echt nicht versprechen.
Es wird schon hart, dass alle Kommentatoren etwas bekommen. Aber da werde ich definitiv am Ball bleiben. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Es gibt neue Checkpoints zum Beispiel in den Events CVC und Fury. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die anderen Events nachrücken werden, sobald sie erscheinen. Im ersten Blick sehen die Checkpoints sehr gut aus. Die haben die Belohnungen angepasst, was ich sehr, sehr gut finde, weil das war schon lange, lange überfällig. Man gibt deutlich mehr Geld aus als das, was man bekommt. Guckt euch doch mal bitte die Belohnungen zu den anderen Events an. Die persönlichen Events, die kleinen Events. Das ist doch ein Witz, was man da rausbekommt. Geisterjagd. Wie viel Geisterenergie müsst ihr ausgeben, um alle 10 oder 15 Checkpoints voll zu bekommen? Was bekommt ihr dafür? Im letzten Checkpoint 230.000 Gold. Was kann man damit machen? Wow, ihr könnt damit 115 einen Tagesschilder nutzen. Wow! Das steht zu keiner Relation. Plarium, wirklich. Ihr würdet noch mehr Geld verdienen, wenn ihr mehr Belohnung raushaut. Das kostet euch nichts. Es sind kleine Programmierdinger. Das kostet dem Programmierer so kleine Einstellungen. Das heißt, ihr habt vielleicht 1-2 Stunden Programmierkosten. Meinetwegen kann ich sogar diese Stundenlöhne dann bezahlen, damit das mal ein bisschen besser wird, weil das steht in keiner Relation. Genauso auch die neuen Checkpoints. Die Inhalte sind gut. Ihr habt euch da endlich mal so Gedanken drüber gemacht, was ist da wohl besser? Auch wir Partner wurden gefragt, was für Belohnungen würden wir am besten finden? Das habt ihr vielleicht teils mitbekommen, da hatte ich unter anderem auch eine kleine Umfrage gestartet. Und ich finde es gut, dass sie das überhaupt gemacht haben, dass sie so gesehen über die Partner Kontakt mit den Spielern aufgenommen haben, um zu fragen, ey, welche Belohnungen wollt ihr lieber? Da habe ich auch geschrieben, Doppelheld, die Abzeichen und sowas. Und was kam im CVC, war ja das erste Mal. Es gibt Doppelhelden in der persönlichen Belohnung. Es gibt, Entschuldigung, es gab VIP-Punkte, es gibt Abzeichen und was ich sehr, sehr gut fand, die Ressourcen wurden erhöht, was der Clan-Chef bekommt beim Sieg. Und es gab Festungsbooster. Wir alle wissen, durch das Update von Holmgang kam auch neue Forschung. So ein Update von Forschung kostet von Level 6 auf 7 waren es, glaube ich, 1643 Wochen Clan-Booster. Rechnet man sich das mal hoch, ne, sind das 1,6 Milliarden Gold pro Forschung. Finde ich ein bisschen sehr, sehr übertrieben. Wirklich sehr, sehr übertrieben. Kauft man sich für 20 € so ein Special-Paket, sind da 2807 Tage, 3 Tage und so weiter und so fort. Damit bekommt man 2 Forschungen voll. Ich glaube 2 waren das. Wenn überhaupt, ja, nicht mal. Ja, vielleicht 2 Forschungen. Von 6 auf 7 für 20 €. Daher fand ich das ziemlich cool, dass sie das damit reingebracht haben, so dass es eben auch möglich ist, nicht mit so viel Geld eben diese Forschung zu fertigen. Dazu kommt natürlich noch, ihr müsst die Ressourcen umwandeln. Die Ressourcen sind auch deutlich teurer, aber das geht ja noch so, ne? Also ich muss sagen, wir hatten schon sehr viele. Wir hatten über 20 Millionen Silber oder sonstiges und, ne? Also trotzdem teuer. Ist denen auch gegönnt, aber ich fand es trotzdem sehr cool, dass sie das dann mit in den normalen Checkpoints reingebracht haben. Ich habe mir die Checkpoints so angeguckt, dachte, wow, okay. Was ich dann aber wiederum feststellen musste ist, die haben einfach mal auch die Punkte, die man dafür aufopfern muss, drastisch erhöht. Im CVC braucht man nicht mehr 1 T-Punkte, um eben alle persönlichen Checkpoints voll zu bekommen. Bei uns hatte das gerade jeder so erfüllt. Also jeder, der bei uns aktiv war, hatte auch alle Checkpoints erfüllt. Und ich finde, das muss auch so sein. Wenn man aktiv ist, dass man auch die Checkpoints eben erfüllt bekommt. Aber Plarium hat die Checkpoints so drastisch angehoben. Im CVC
bei dem persönlichen muss man jetzt circa 3 T-Punkte haben, um alle Checkpoints zu machen. Bei uns waren das, glaube ich, nur 6 Leute, die das dann erfüllt haben, 6 bis 8 Leute. Und wenn man so bedenkt, vorher die 900B, was man dafür jetzt bekommt, ist ein Witz. Das heißt, vorher waren die Belohnungen, wenn man das mal sich genauer hochrechnet und so weiter, sogar besser. Und wir fanden die schon vorher scheiße. Plarium will unter anderem, durch die ganzen Probleme, die Plarium in dem Spiel mitbringt, dass wir noch mehr Geld ausgeben, um eben diese Checkpoints zu erreichen. Denn, ganz ehrlich, ich glaube, das war im CVC bei 1,7 T-Punkte, wo man erst einen Doppelheld bekommt. Und alle Belohnungen davor, die sind deutlich schlechter als beim letzten Mal. Das heißt, die haben zwar jetzt bessere Belohnungen reingesetzt, muss aber deutlich mehr Geld ausgeben, um diese auch zu erreichen. Und das ist ein Punkt, den finde ich nicht gut. Unter anderem haben sie vom ersten CVC, wo das reingebracht worden ist, zum nächsten CVC die Festungsbooster entfernt. Sie haben die VIP-Punkte entfernt. Und da frage ich mich, warum? Habt ihr Angst, dass ihr noch weniger Geld verdient, weil ihr zu viele Belohnungen rausgebt? Habt ihr schon mal bedacht, dass wir nicht wirklich dumm sind und auch sehen, dass ihr diese Dinge rausnimmt, dass ihr auch die Belohnung Stufen deutlich erhöht habt mit den Punkten. Das gleiche jetzt auch im Fury. Man muss jetzt, zuvor waren das glaube ich 2,7 T-Punkte, um alle persönlichen Checkpoints voll zu bekommen. Jetzt sind es 14, noch was T-Punkte. Das ist das 4- bis 5-fache, was man jetzt vorher raushauen muss. Wir sind jetzt Erster geworden. Wir hatten krasse Gegner. Wir haben unseren Pop mega verteidigt. Ne? Das waren, glaube ich, über 26 OSs oder sonstiges, die der Gegner reingedonnert haben. Wir haben alle Turmrunden mitgemacht. Wir haben unsere Turmrunde zwar nicht so glorreich verteidigt, ne? Weil mitten in der Nacht nicht viele Spieler waren. Jeder kennt das Problem. Kein Problem. Dafür können die nichts. Aber wir haben nicht mal den letzten Checkpoint vom Clan. Dafür braucht man 312 T-Punkte. Wir hatten 297 oder 98 T. Obwohl wir alles mitgemacht haben. Obwohl wir SHDEV gestartet haben. Also alle Funktionen, die wir mitgemacht haben, die es gab, haben wir mitgemacht. Und dann schaffen wir es nicht, alle Checkpoints voll zu bekommen? Darum, erklärt mir das. Wie viel wollt ihr, dass wir ausgeben, um ein bisschen Belohnung zu bekommen? Eine Belohnung ist, für das Erreichte entschädigt zu werden. Für das Geld ausgeben, etwas wiederzubekommen. Man erkennt einfach zu viel, dass ihr nur noch mehr Geld verdienen wollt. Es ist kein Problem. Das ist euer Geschäft. Ne? Das ist kein Problem. Aber wann kommen die Spieler? Vikings ist nicht das erste Spiel, was ich spiele. Bei weitem nicht. Das könnt ihr auch auf meinem Kanal verfolgen. Aber Vikings ist das Spiel mit den geringsten Belohnungen für die Spieler. Ihr müsst euch mal ausrechnen, wie viele Punkte müsst ihr, oder ihr seht ja, wie viele Punkte müsst ihr bis wohin machen. Und dann rechnet das mal aus, wie viele T7-Truppen ihr dafür ausgeben müsst. Rechnet das dann mal in Geldwert aus. Also ich muss wirklich sagen, Vikings, änder deine Belohnung. Dringend. Sehr schnell am besten. Weil das ist mega übertrieben. Guckt euch Holmgang an. Kein Clan, nicht mal die Top 3, haben es geschafft, diese Punkte zu erreichen. Was ich auch so lächerlich finde ist, guckt euch doch mal die Punkte an, was ein T7er in Holmgang bringt. In jedem Event kriegt man 20.000 Punkte für einen Kill vom T7er. In Holmgang sind es 200. Ein Hundertstel. Ihr sagt dann, oder manche von euch werden sagen, ey, dafür gibt es aber im persönlichen brauchst du nur 45 B-Punkte oder 45 T, weiß ich jetzt nicht, B, glaube ich. Ich bin noch ein bisschen konfus von unserem Fury, ein bisschen müde und so, aber rechne das mal hoch. 45 B-Punkte, das wären dann 4,5 T-Punkte persönlich. Ja, ein bisschen zu hoch. Also bei uns haben das dann auch nur 3-4 Leute und wir kämpfen vollends in Holmgang. Und kein Clan schafft es überhaupt, die Clan-Checkpoints voll zu machen. Obwohl da eben alles mit benutzt wird. Und das finde
ich einfach viel zu übertrieben. Plarium, bitte erklär uns doch mal, warum so hohe Punkte verlangen für so wenig Belohnung? Das steht in keiner Relation. Und wo ist das dann bitte den Spielern entgegengekommen? Plarium verkauft das nämlich so: oh, wir haben auf euch gehört und wir verstehen euch, wir haben die Belohnung angepasst. Ja, Plarium. Arschlecken. Dafür verlangt ihr wieder noch mehr als zuvor. Warum konntet ihr einfach nicht die Punkte so lassen und einfach mal die Belohnung anpassen? Warum? Und darauf hätte ich auch ganz gerne eine Antwort, weil es kommt zu klar deutlich rüber, dass ihr nur das Geld wollt. Dass ihr aber dadurch Spieler verliert, so wie in den letzten Wochen jetzt. Vielleicht rechnet ihr damit? Wenn ihr damit rechnet, klar. In einem anderen Unternehmen, in der Schiffswerft in Papenburg, rechnen die auch mit 4 Bränden im Jahr und darunter sogar mit einem Todesfall. Und damit rechnet die Firma. Natürlich muss man alles mit einkalkulieren und berechnen. Ist auch alles kein Problem. Aber ich denke, ihr macht damit das Spiel komplett kaputt. Ich muss ehrlich gestehen, ich als Plarium-Partner war auch schon am Überlegen, ob ich die Partnerschaft nicht aufkündige. Weil ich habe Partnerschaften mit mehreren Unternehmen und ich muss wirklich sagen, hier gefällt es mir langsam nicht mehr. Also ich finde es wirklich schade, so Plarium erlaubt uns zwar Gewinnspiele zu machen und sonstiges, aber eben wo bleibt die Kommunikation? Wo bleibt die Kommunikation zwischen Plarium und den Partnern? Wir haben Probleme, dann werden wir zu dem gleichen Typen geschickt, der für alle anderen auch zuständig ist. Liebe Grüße an Magnus. Also irgendwie, Plarium muss deutlich mehr auf die Spieler eingehen. Nicht noch mehr verlangen, sondern noch mal mehr geben. Denn viele mittlerweile wollen einfach keine Events mehr spielen. Es lohnt sich von den Belohnungen nicht. Ich habe jetzt auch in 2 Events gesagt oder frühzeitig abgebrochen, weil ich lasse nicht zu, dass meine Leute zu viele T7er opfern, nur um irgendwelche Checkpoints voll zu bekommen. Das steht in keiner Relation. 50 € opfern, um einen Doppelhelden zu bekommen. 50 € opfern, um 3 Millionen Gold zu bekommen. Alter, dann kaufe ich mir doch gleich lieber für 20 € so ein scheiß Abo und habe 8 Doppelhelden mit noch ein paar zusätzlichen Boostern. Also ganz wirklich, Plarium, ändert diese Checkpoints wieder. Behalt die Belohnung, aber geh mit den Punkten deutlich runter. Weil das steht einfach in keiner Relation. Wenn der ganze Clan sich den Arsch aufreißt und nicht mal alle Checkpoints bekommt. Und ich denke, so geht es auch ganz schön vielen anderen hier. Ich habe immer mehr Punkte als die Checkpoints. Okay, das bin ich. Was ist mit den anderen? Könnt ihr alle, jetzt an den Zuschauern gerichtet, könnt ihr alle eventuell die ganzen Checkpoints erreichen? Jeder aus eurem Clan? Und ist das dann notwendig, wenn einer aus eurem Clan 200 Millionen T7 geopfert hat für irgendwelche Aktionen, bekommt aber nicht mal alle persönlichen Erfolge? Das finde ich schon ziemlich übertrieben. Muss ich wirklich sagen, ich finde es schon heavy. Ja, und dementsprechend wünschte ich wirklich gerne, dass Plarium in Sachen Checkpoints ganz schnell die Handbremse zieht, die Punkte wieder runterschraubt, sodass es wirklich für alle machbar ist. Denn soweit ich weiß, wirbt Plarium doch, dass das Spiel Free-to-Play ist. Dass die natürlich nicht alles Free-to-Play machen können und so, ne? Weil sonst kein Verdienst da ist. Kann ich nachvollziehen, verstehe ich, ist auch völlig in Ordnung. Aber selbst für die Leute, die sehr viel Geld hier lassen, das so unnahbar zu machen, finde ich schon ein bisschen sehr krass. Deswegen Plarium, ändere es bitte. Sehr, sehr schnell. Ja, ich finde es natürlich gut, ihr habt gesagt, dass dass ihr jetzt erstmal auf die Server euch konzentrieren wollt, dass die stabil laufen, finde ich sehr, sehr gut. Was ich aber nicht so gut finde, warum hat das 6 Monate lang gedauert? Denn das erzählen wir Spieler euch seit über 6 Monaten. Warum werden wir abgewürgt? Warum gibt es Standardantworten, die nicht mal zu unserem gefragten Text passen? Wenn ihr Probleme habt mit der Übersetzung, bei so vielen Sprachen ist es verständlich.
dann schreibt doch die Spieler an, ich verstehe euch nicht oder ich verstehe dich nicht. Bitte formuliere deine Frage nochmal anders. Ich schreibe, wenn ich mit dem Support schreibe, schon in einem sehr, sehr leichten Deutsch, damit man das sehr, sehr leicht übersetzen kann. Fremdwörter oder so übersetzen, kriegt Google zum Beispiel auch nicht mal perfekt hin. Ne? Also da muss man natürlich auch bitte auch an alle Spieler Rücksicht haben, wenn man auf Deutsch schreibt, dass manche Wörter vielleicht nicht perfekt übersetzt werden können. Verstehe ich. Ich finde es auch nicht witzig, wenn irgendwelche Idioten an Plarium Beleidigungen schreiben und so weiter und so fort. Denn man muss auch mal bedenken, die Leute, die diese Nachrichten bearbeiten, sind auch Menschen. Und die können auch nichts für die ganzen Spieleprobleme. Und da dann Beleidigungen loszuschicken, die dann zu veröffentlichen oder sowas und sich dann darüber lustig zu machen, haha, ich bin so cool, ich habe die Leute beleidigt, werdet erwachsen. Werdet wirklich erwachsen. Also ich hatte das mal in einer Gruppe gesehen und dachte wirklich, Alter, wie alt bist du eigentlich? Also sowas gehört sich gar nicht, egal in welcher Form, egal mit welcher Begründung, irgendwelche Mütter zu beleidigen und sich dabei cool zu fühlen. Deinstalliert das Spiel und sucht dir einen Kindergarten oder sowas. Muss ich wirklich mal sagen. Ja, also meine Lieben, ihr kennt jetzt meine Meinung zu diesen Punkten. Fehlt euch ein Punkt, dann haut das auch gerne mal in den Kommentar mit rein. Und mich würde es sehr, sehr interessieren, ob Plarium darauf reagiert, ob Plarium mein Angebot mit den Entschädigungen annimmt und was ihr noch so alles kritisiert oder findet ihr vielleicht auch irgendwas Gutes. Das könnt ihr natürlich alles reinhauen, denn hier ist die Meinungsfreiheit natürlich sehr groß und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Also vielen Dank, auch wenn das ein sehr langes Video geworden ist, entschuldigt bitte. Aber vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis bald.